Also Robert, Ja, sagst du eigentlich zu meinen Künsten? ich bin heilfroh, dass du kein Verlierer geworden bist. Warum denn? Es hat alles genau gehalten. Eh. Also Leute, wir sind jetzt nämlich bei Bruxafol angekommen. Und zwar, das ist ja der Vertrieb für XPEL, für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denn über die nächsten 2 Tage wird der schöne M3 Competition Touring hier bei Bruxafol foliert, bekommt eine schöne XPEL Standardschutzfolie drauf. Wir werden uns das Ganze mit der Zeit mal anschauen. Aber ja, ich habe schon extra nachgeschaut. Wir haben keinen einzigen Steinschlag. Ja, Gott sei Dank. Wenn so ein bisschen hier die Folie abgegangen ist. Ich bin mal wirklich gespannt, Leute, denn ich habe es ja auf Instagram schon angekündigt gehabt. Hier jetzt die Partnerschaft gemeinsam mit XPEL, mit Bruxafol, wie dann hier überhaupt so eine Folierung, so eine Steinenschutzfolie abläuft. Ihr seht ja auch mal im Hintergrund übrigens ein ziemlich geiler Performante, ja, schön ein bisschen tiefer gelegt, ein RS6 noch dahinter. Ich merke schon, es kommt. Jetzt Was ist denn hier los? Leute, ach du Schande. Wieso? Also das fängt. Nennst du das jetzt professionell oder was? Das kann Also nicht sein. ein Thomas kennen wir auch schon. Ja, Thomas ist für. Ich bin hier für den ganzen XPEL-Apparat zuständig in Deutschland, kümmere mich um alles. Und so sollt ihr nicht rumfahren, das geht nicht. Also wir müssen es anders machen. Ja, deswegen, ich habe gerade schon gesagt, vielleicht am Ende stellt ihr mich dann irgendwann als Praktikant noch hier ein. Ja? Vielleicht, aber im Moment. Aber, also das muss man ja sagen, er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Ich habe Er ist extra ganz, er nachgeschaut, ist wir ganz. haben zwar hier so ein bisschen ein paar Fliegen mitgenommen, Ja. aber keinen einzigen Steinschlag. Das ist nämlich das Wichtigste. Nee, das ist wirklich das Wichtigste, aber ich glaube, wir machen das nochmal schön, dass man gar nichts sieht. Und vor allem, man muss dazu sagen, ich habe ja wirklich über eine Stunde gebraucht, um das hier hinzukleben. Deswegen. Ja, Ja. sehr gut. Nee, freut mich extrem, hier Ja. zu sein. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was ihr so veranstalten werdet. Schauen wir uns gerne an. Bedeutet, der erste Plan wird wahrscheinlich sein, Das runter, muss weg. sicher. Sicher. Wir können das auch so, lassen. Nein, das machen wir nicht. Also wir machen es runter, wir waschen, fahren rein und dann geht es langsam los mit der richtigen Folierung. Alles klar, Leute. Ja? Dann würde ich sagen, ab in die Wäsche und dann sehen wir uns da drin wieder, oder? Auf geht's. Auf geht's. Fight! So Leute, also so schnell kann man gar nicht schauen. Ist die Folie schon runter gewesen? Ist das Auto auch schon sauber gemacht worden? Beziehungsweise sie sind gerade dabei, aber ich war gerade schon kurz dran und so schnell kannst du gar nicht schauen. Türgriffe schon abgebaut, alles mögliche. Der Thomas ist auch schon wieder da. Also ich merke, ihr habt das ziemlich im Griff. Ja, ich glaube, das sind Profis. Die Jungs waren auch hoch motiviert. Die wollten loslegen. Die haben jetzt schon angefangen. Ich habe es gemerkt, weil Ja. gefühlt das halbe Auto ist schon zerlegt. Absolut. Wir bereiten alles vor und wir sind in den Startlöchern und dann wartet es nur noch auf die Folie. Also wir sind kurz davor. Also das bedeutet, Ablauf gerade jetzt wird das Auto nochmal komplett Genau. sauber also es gemacht. wird nochmal gesäubert, getrocknet, Klebereste, falls vorhanden, von irgendwo vom Werk noch entfernt, restliche Schmutzpartikel, Kanten gesäubert, Türgriff wird gerade entfernt, damit es schön durchflächig geklebt wird. Ja, Detailarbeit nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Okay, und dann bedeutet, der nächste Ablauf ist dann, Der nächste Ablauf wäre dann, dass wir in der Software uns das Fahrzeug mal zusammen konfigurieren, die Teile raussuchen und dementsprechend dann zusammenstellen und dann die Plots vorbereiten für das Fahrzeug. das heißt, wir entscheiden, also beziehungsweise der Kunde kann dann entscheiden, möchte er nur vorne Genau. Standardschutzfolie haben, möchte er komplett. Kann man individuell zusammenstellen wie ein Neuwagen. Ach, krass, wirklich? Bloß als Folie. Also wir können Einzelteile, wir könnten nur den Türgriff machen, wir Ernsthaft? können das ganze Auto machen. Also da gibt es keine Grenzen. Und Alles möglich. Das heißt, da habt ihr ein System dafür, oder Genau. Wir haben eine eigene Datenbank, da sind über 90.000 Teile drin. Also wirklich Können wir uns das mal verschiedenste- anschauen? Können wir uns gerne anschauen. wie? Robert, sollen wir uns das mal Ja, anschauen? gerne. Ich denke mal, das wäre mit Sicherheit mal interessant anzuschauen, oder? Safe. Vor allem, vielleicht fällt uns ja noch irgendwie was ein, was wir gar nicht wissen. Ja, Weil schauen wir mal. normalerweise ist es ja wirklich so, ja, du schützt den Lack, aber ich bin mal gespannt, Ja. ob man da noch irgendwelche anderen Sachen Auf machen jeden kann. Fall. Wir finden bestimmt noch was. Das heißt, wo müssen wir hingehen Wir am müssen besten? rüber zum Computer. Ja, Matthias, okay. ich brauche dich dann auch mal. Mein Kollege Matthias hilft uns dann gleich. Ja, Zeigt uns das. Jo, hier sind wir die ganzen Zuschnitte. Frontstoßstange mit 6 PDCs, ohne Frontkamera, mit M-Carbon-Package. ach krass, da kannst du auch wirklich die verschiedenen Frontpartien auswählen. Korrekt. Mit Ultimate Package, Hammerkit, C&B-Säule, Door, Refender.
Als nächstes machen wir natürlich mal die komplette Motorhaube und Coupler. Dementsprechend möchten wir hier natürlich noch eine Wrap-Edge hinzufügen. Den wählen wir hier aus. So eine Wrap-Edge ist eine Umlegekante. Das heißt, man kann die Folie dann auch um die Kanten rumlegen. Ah, ne? okay, verstehe. Ja, Genau. vor allem, wenn du dann innen drinnen Genau. die Steinschläge Ja. mal hast, Ja. ja, damit Ja. das auch wirklich da den Lack Genau. komplett schützt. Korrekt. Das ist ja, also das ist ja wirklich, eigentlich kann man sagen, wie wenn du dir ein Auto konfigurierst. Ja. Kannst Bloß du da als wirklich Folie. dann auswählen, okay, wo möchtest du überall deinen Lack schützen? Genau. Bei welchen Partien? Krass. Das ist ja verrückt. Und ich kannte das bisher immer nur, okay, gut, schöne X-Pellet-Folierung, Lack wird geschützt, aber dass du da wirklich auswählen kannst, okay, gut, du hast jetzt halt vorne, hast jetzt halt mit M-Performance-Parts, du hast den Abstandswarner, ja, nein. Es ist schon mittlerweile verrückt, oder, Robert? Das ist Wahnsinn. Machst du das bei deinem Golf auch? Nee, Ja, nicht. nicht? Nee, Der nee. müsste an der Seite, du weißt ja, ne? Da ist So ist immer noch was. der Lack ab. Hättest du mal X-Pel drauf gemacht. Hätte. Der liebe Robert ist nämlich in die Waschanlage gefahren Ja. und dann ist gefühlt der halbe Lack bei ihm abgegangen. Oh. Angeblich kein Unfallauto. Aber es muss einmal wehtun, ne? Dann, Ja, eben. Dann ist es So so. sieht's ja. aus. Ja, also das sind die Details. Und wir haben natürlich die Option jetzt, speziell für dein M3, das in matt auch zu bekleben. Also das wird auch matt bleiben, das Fahrzeug. Das ist dann sozusagen die Stealth. Das ist Stealth, genau. Genau. Die ist dann gleiche Oberfläche wie der Mattlack. Ja. Und dementsprechend die beste Wahl für das. Da deine Spiegel aber in Carbon sind und dadurch glänzend, werden wir die jetzt in diesem Zustand natürlich mal löschen. Wie du siehst, sind die Spiegel ja auch dabei, auch als Zuschnitt. Okay. Aber die machen wir in glänzend, also von daher können wir uns die hier natürlich sparen. Ja. Und löschen die mal raus. Das bedeutet, wenn der Kunde zum Händler seiner Wahl geht, der kann dann wirklich sagen, okay, ich möchte das und das Genau. mit X-Pel foliert bekommen. Das ist auch wichtig, dass der Kunde das weiß, weil der Folierer muss dementsprechend beraten, er muss ihm das erklären und es soll auch ein gewisses Vertrauen entstehen. Ja. Also man muss ja wissen, was da genau passiert, wie das gemacht wird und welche Technik dahinter steckt. Und da sollte man einfach ein gutes Bauchgefühl haben. Das ist habe wichtig, ich, hab ich ja mitbekommen, weil bei den Folierern, wo ich bisher mal gewesen bin, das sind lizenzierte Genau. X-Pel Also Händler. wir sehen auch hier im Hintergrund, wir haben hier so lustige Bauteile, so Hauben und Stoßstangen. Ja. Aber die ganzen Folierer, die in Deutschland aktiv sind, werden hier ausgebildet. Ach Die kommen so. hier für eine ganze Woche vorbei, gucken sich das an, folieren den ganzen Tag bis abends. Und wenn sie gut genug waren, bestehen sie den Kurs auch und dürfen dann sozusagen als X-Bild-Folierer interagieren und am Markt die Folien kaufen. Das finde ich aber gut. Ja. Also wir versuchen das so gut es geht zu kontrollieren Ja. und das ist schon wichtig. Finde ich auch gut, weil du es auch so wirklich garantieren kannst, Genau. dass die Qualität immer Ja. top bleibt. Das Weil sollte klar, passen. natürlich Material, Ja. Top-Qualität, aber Ja. natürlich muss es auch dementsprechend richtig verarbeitet werden. Ja. Und es braucht auch Erfahrung. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht jetzt aussieht bei den Jungs. Ja, Ne? ich würde mal sagen, das hat man ja ganz gut bei mir gesehen. Ja, Was War sagst so du eine da jetzt? Andeutung am Rande, aber ja, so ist es leider. Deswegen bin ich ja hier, um zu lernen. Ja, Ja. ich glaube, man kann sich nur steigern, oder? Bei mir. eben. Okay, und so ist es dann jetzt halt vollbracht. Es ist jetzt vorbereitet. Genau. Dann könnten wir es. die Folie. Wir holen die Folie dann und dann können wir sie eigentlich produzieren, sozusagen, die Folie, für das Fahrzeug. Und das heißt, das ist jetzt halt die Frontpartie. Wir können Heck, seitlich, wir können Alles. komplett. Gibt es sonst noch irgendwelche, sage ich mal, jetzt halt Highlights, von dem ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was man noch so alles machen kann? Also was relativ Neues bei XPEL auch für die Datenbank. Wir können zum Beispiel bei deinem Fahrzeug die Rücksitzschalen bekleben. Die Das was? ist die Schalensitze von hinten. Also, Das ist dass die nicht- nicht verkratzen. Wenn jemand hinten sitzt oder jemand so, kleine Kinder oder wer auch immer bei dir mitfährt, Was? dass die von hinten geschützt werden. Selbst das haben wir Warte, in unserer können wir uns das Datenbank. ganz, ich glaube, also Klar. damit ich das jetzt richtig Ja, mach verstehe. Gut, ich glaube, wir haben jetzt keine Türgriffe mehr, deswegen, mal. Wir können mal reingucken. also bedeutet Man sieht es ja. Die Carbon-Rückseite, das hier. das hier. Das folieren wir. Das foliert ihr. Das folieren wir. Das ist ein Highlight. Extra für dich heute. Okay, das ist verrückt. Weil ich muss wirklich dazu sagen, das war für mich so ein Kriterium Ja. beim M4 Competition, weil du hinten relativ eng drinnen sitzt. Mhm. Und du kommst so leicht Ja. mit deinen Schuhen Ja. da an das schöne Carbon hin, Ja. dass du wirklich auch relativ leicht Kratzer reinbekommst. Und das habe ich mich schon immer gefragt, beziehungsweise hätte ich schon Ja. immer cool gefunden, wenn es jemanden gegeben hätte, der das, ja, sage ich mal, schützen kann. Okay, aber ihr bekommt das hin. Ja, das haben wir dann auch erkannt. Also wir haben dann gemerkt, die Nachfrage ist da, haben die Designs entsprechend angepasst und entwickelt und
Das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal von XPEL im Moment. Bedeutet, wie kann ich mir das dann vorstellen? Das heißt, ihr gebt es im System Ja. ein und dann wird das geplottet, Das oder? wird geplottet. Und dann, Dann wird es nass verklebt, rangerakelt nennen wir das, mit dem speziellen Werkzeug. Dann trocknet es aus und dann ist es für die nächsten 10 Jahre garantiert gut. also das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt und da bin ich echt extrem gespannt, mir Ja. das mal anzuschauen, wie das ist. Also ich bin wirklich gehypt. Ja. Ich bin wirklich gehypt die nächsten Stunden. Das ist, ich dachte ja immer, aber sonst gibt es sonst noch was im Oh Innenraum? ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen was vielleicht auch cool wäre. Also zum Beispiel dein Bildschirm im Innenbereich, Ja. den könnte man auch folieren. Okay, das Dann bedeutet siehst du die Fingerabdrücke nicht mehr, oder? Ja, ernsthaft. ja, das geht auch. Das ist nämlich auch so ein Grund. Das ist Gold wert. Touchscreen. Ja. Das ist immer der Touch, Grund, ja. warum ich nie so ein Fan von Touchscreen gewesen Ja. bin, weil du immer also das heißt, da sieht man auch Ja. nicht mehr die Fingerabdrücke. Absolut, das geht genauso. Und So- leg sonst noch sogar- irgendwas, leg oder? noch einen drauf. Also wir können auch hier die Carbon-Innenteile und hier im Bereich von dem Schaltwippen, von der Bedienung. Die Mittelkonsole auch, oder was? Mittelkonsole, alles. Wir probieren das mal, oder? Ich gehe nach Hause. Ey, das ist verrückt. Ich dachte immer nur, du kannst dein Auto, kannst den Lack von außen schützen, aber Leute, habt ihr es gerade gehört? Wir können uns nicht nur die Sitze, wir können Mittelkonsole, wir können alles schützen. Vor allem Touchscreen. Okay, da muss man wirklich sagen, ich bin gespannt aufs Ergebnis, aber allein jetzt schon Hut ab, dass ihr sowas anbietet. Also ich bin extrem gespannt. Okay, Folie hier sieht gut aus. Ja, es geht weiter. Okay, das bedeutet, im System wurde das jetzt halt eingegeben. Genau. Es wird dann als Datei an die Maschine geschickt, an den Plotter nennt sich das. Okay. Der steuert das jetzt an und jetzt fängt er schon an zu arbeiten und schneidet die Konturen raus. Was er jetzt macht, er tut die Überstände, die wir nicht folieren werden, entfernen. Also das ist fast Abfall, kann man sagen. Ja. Und jetzt sieht man so langsam, wie sich der Kotflügel hier entblößt, Ja. was übrig bleibt. Ja, und dann sind die Teile sichtbar. Und wir können vielleicht ja hier mal was Lustiges probieren. Das Ja. ist ja die Folie jetzt an sich. Halt noch bitte fest. Und jetzt ziehen wir mal. So einen kleinen Zugtest. Krass. Schau dir das mal an. Ein bisschen elastisch hier, ne, das Wie, Ganze. wie dehnbar das ist. Können wir uns jetzt dran totziehen, ja? Das wird nicht aufhören, also das ist extrem. Ja. Das ist schon verrückt. XPEL gibt es seit ca. 20 Jahren und XPEL kommt aus diesem Designbereich. In dieser Qualität, wie wir sie hier jetzt liefern, in den letzten 7, 8 Jahren extrem gut geworden. Vorher waren die Techniken ein bisschen amerikanisch, Qualitätsstandard da ein bisschen anders wie bei uns. Also der Deutsche erwartet da schon ein bisschen mehr Qualität, Ja. ist aber mittlerweile so gut geworden weltweit, dass es wirklich technisch wirklich toll ist, ja, und Okay. wirklich gut funktioniert. Ja, weil das hat sie, wenn ich das jetzt natürlich sehe, dass du dir wieder ein Auto hier die Folie konfigurieren kannst, ja, ist das natürlich schon Ist es. verrückt von der Technik her. Und allein auch hier jetzt hat das System, dass du das genauso, Ja. ich sage jetzt mal auf blöd gesagt, rausdruckt, ja, Ja, und dir das schön zuschneidet, nimmt dir natürlich auch einen Haufen Arbeit. Absolut. Plus, absolut. es kann extrem sicher am Fahrzeug gearbeitet Kann. werden. Ja. Also wir können es großteils eigentlich vermeiden, mit dem Messer zu schneiden am Auto, Ja. beziehungsweise dort überhaupt was zu tun, was gefährlich wird. Nie 100%, aber zum größten Teil und zu minimieren das Ganze. Und dementsprechend ist die Sicherheit schon sehr, sehr weit oben. Ja, und weil es halt 1:1 zugeschnitten wird. Absolut, ja. Okay, so, ich sehe, es geht an die Motorhaube jetzt erstmal. Es geht ans Eingemachte. Die Haube wird jetzt nass gesprüht, weil die Folie wird nass verklebt. Ja. Und dementsprechend ist sie vorbereitet, gereinigt, nass. Und jetzt wird praktisch eine Schutzfolie gelöst. Und was er jetzt in der Hand hat, ist unsere Folie, die wir aufs Auto kleben. Ja. Die wird auch nass eingesprüht. Ja? Ich stehe schon wieder im Weg, Ja, wir oder? gehen mal in Deckung. Das ist hier. Das kannst du eigentlich jetzt machen, oder? Nee, ich glaube, heute mache ich besser nichts. Heute bin ich nur da zum Zuschauen und zum Lernen. Ja, das soll's auf jeden Fall. Aber es sieht ja fast schon besser aus wie dein Versuch, oder? Also es liegt schon ziemlich gut auf. Also die Falten kriegen wir jetzt gleich noch weg. Und dann, Krass, da sieht man halt eben, das ist halt perfekt zugeschnitten. ja, weil die Jungs fixieren jetzt die obere Kante Ja. von der Folie. Und dann arbeiten sie nach unten raus, Okay. ja, Richtung Stoßstange. Ah ja, stimmt, sowas hattet ihr mir auch zugeschickt gehabt. Ja, so ein Rakel, ja. So Ja, ein, genau. Hast du den benutzt?
Nee, Nee, okay. ihr habt gesagt, ich soll das einfach so draufkleben, Einfach so draufkleben, okay. wie es passt. Generell, wenn man jetzt halt so über so eine Komplettfolierung Ja. spricht von außen, man ist jetzt halt alleine, was sagt man da so generell, wie lange man da circa braucht? Also eine komplette Folierung, das ist schon Aufwand. Also der erste Tag ist nur Vorbereitung. Ich wollte gerade sagen, Ja. ja. Und die nächsten 4 Tage der Woche, die wir dann halt auch arbeiten müssen, Ja. wollen, wird das Auto foliert und nachbereitet. Also eine komplette Arbeitswoche. Es ist natürlich ein Riesenaufwand. Ja. Ich meine, das kenne ich ja aus Erfahrung. Bei uns von den ganzen Autos, die wir immer, wo immer Steinerschutzfolie draufkommt. Aber natürlich das A und O, der Lack ist dementsprechend geschützt. Absolut. Ja. Also darum geht es hier Und im eigentlich. Nachhinein dankt dir das halt schon sehr viel. Wenn halt mal wirklich was passieren sollte, Ja. so wie ich ja auch viel auf den Rennstrecken unterwegs bin, wo du natürlich sehr schnell so gewisse Steinschläge oder sonstige Ja. Schäden am Auto hast, das ist halt natürlich schon ein Riesenunterschied. Und dieses Geräusch, wenn der Stein kommt und Ja. du weißt, es ist eine Folie da, das ist Ja, es einfach. ist ganz beruhigt. was anderes. Ja, es ist was ganz anderes. Und dementsprechend ist es einfach nur sinnvoll. Und Prävention ist hier die Devise für alles. Ja. Aber das ist verrückt. Man sieht jetzt schon, vorne, siehst du eigentlich schon gar nicht mehr, dass da überhaupt eine Folie. Ja. Also, und man wie- sieht ja auch hier am Kotflügel, Ja. da ist keine Folie. Die Optik ist jetzt schon immer noch identisch. Eben, obwohl die deswegen. Folie, ne? Also der Mattgrad ist identisch. Wie schnell sich die Folie dem Lack da dementsprechend anpasst. Genau. Aber ihr habt dann, klar, jetzt hat hier Stealth ist die matte Ja. Steinerschutzfolie. Dann habt ihr die Wir glänzende. haben da noch die nächste, das ist die Ultimate Plus, nennt Ja. sich die. Die ist glänzend. Okay, In dem Fall ist das Auto natürlich matt, ist jetzt ja nicht die Masse. Also matte Lackierungen sind wesentlich geringer am Markt als glänzende. Also 90% würde ich sagen, ist eigentlich glänzend. Dementsprechend ist aber die Eigenschaft der Folie ist identisch zur matten. okay. Bloß, dass sie eben glänzt. Ja gut, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal die Jungs ein bisschen in Ruhe arbeiten, oder? Ja, würde ich auch Und sagen. dann Robert, vielleicht mal so ein bisschen was einblenden, oder? Auf jeden Fall. Meinst du, das mach mal? Das ist Dann lass selbstverständlich. mal die Jungs mal in Ruhe arbeiten, oder? Ja. Alles klar. Also auf geht's. Can't do it, tripping like a fiend. I'm sipping 15, keep the weapon on me. Roll with bitches out my mouth, and they stack chicken like what is wrong with me? Also Robert, Ja, du weißt Bescheid. Da hinten ein bisschen Vorrat sichern, ne? auf jeden Fall. Hab Weil schon wer einiges weiß, wann wir eingesteckt. hier wieder hierher kommen, ne? Richtig. Also Leute, Tag 2 beginnt und wenn wir einmal hier jetzt da mal so durchluren, siehst du das? Sieht da gar nichts jetzt. Wir sind einfach jetzt beim geilsten Part sind die Jungs nämlich angekommen und zwar beim Heck und wir wollen sie auch gar nicht zu sehr stören. Es ist, ja, wobei es ist ja sogar schon 10 Uhr. Also ich gehe mal davon aus, die sind sehr fleißig gewesen. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, die Front sieht ganz gut aus. An der Seite sind wir auch schon und jetzt auch schon beim Heck. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich sehe, die Jungs sind schon wieder extrem fleißig. Ja, die haben die Frühschicht schon etwas früher gestartet wie wir. Also die sind schon wirklich aktiv. Heckstoßstange, prägnantes Teil. Beim Extrem schönsten wichtig. Part. Absolut. Beim allerschönsten Part. Normalerweise ist ja eigentlich, wo man immer sagt, die Front ist eigentlich am wichtigsten. Ist ja auch so. Aber man muss ganz klar sagen, M3 Touring, also für mich, der schönste Part ist das Heck. Für mich genauso. Also an dem Auto absolut. Das ist schon, ach, wenn du es jetzt erst wieder siehst und dann der Diffusor noch dazu. Wird der Diffusor auch noch geschützt in dem Carbon? Also Können wir alles bekleben. Also Theoretisch- theoretisch macht ist auch das- Sinn, ne? ja, Definitiv. theoretisch, wenn das möglich ist. Und wie ich das gestern schon gesehen habe, ist eigentlich bei euch nahezu alles möglich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte gar nicht so gut schlafen. Ne? Weil ich immer noch nicht darauf klargekommen bin, Okay. dass man den Innenraum, dass wir da einfach uns die Sitze hinten eine schöne Carbon schützen können. Aber da bin ich auch gespannt, wie das dann wird. Ich Aber bin es da wird auch cool. extrem gespannt, das jetzt wirklich heute mal Ja. dann anzuschauen. Also ich meine, Robert, du hast ja so wahrscheinlich ein bisschen was mit Musik und Ja, so unterlegt, gehe ich mal selbstverständlich. davon aus. Aber ich sage euch eins, Leute, also das im Innenraum, das möchte ich mir wirklich im Detail anschauen.
Und ich glaube, du hast sonst noch irgendwas mit uns heute geplant. Ja, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben hier drüben ein paar Informationen für euch, gerade was die Pflege betrifft für die Folien, damit ihr da Bescheid wisst, was Sinn macht, was nicht unbedingt sein muss. Können wir gerne mal rüberlaufen? Ja, definitiv Schauen gerne. wir uns mal an. Das ist natürlich extrem wichtig für mich, weil, Ja. wenn natürlich die Zeit da ist, für mich ist das eine pure Beruhigung. Absolut. Und das Auto schön mit der Hand zu waschen. Ja. Natürlich auch wichtig, ich weiß das auch schon, wenn die Fahrzeuge foliert sind. Ja, man darf nicht zu nah mit dem Dampfstrahler hingehen. ist wichtig, ja. Das ist natürlich ein Part. Aber das bedeutet, hier die Pflegeprodukte von euch sind speziell entwickelt für Die sind abgestimmt auf die Okay. Folienoberflächen. Also gerade die Waschgeschichten sind wichtig, ne, damit die passen. Ja. Hier auch ein spezielles Boost für die Folie, Ja. wo wir entsprechend der Folie helfen, damit sie nicht so schnell dreckig wird Ja. und auch leichter wieder waschbar wird. Ja. Detail Spray für die Kanten nur ein bisschen sauber zu Ja. machen. Also alles funktional und praktisch zur Anwendung auf jeden Fall. Ein schöner Tag beginnt heute wieder, Ja. Leute. Also ich bin mal wirklich gespannt. Und die Jungs sind, also muss man wirklich mal sagen, extrem Ja, aber Fleißig, schnell. ne? Und du hast ja gestern schon ein bisschen was angesprochen. Ich glaube, das verraten wir jetzt noch nicht. Ich weiß, Robert, du bist da extrem motiviert ich freue darauf. mich. Ich bin mir da noch nicht so Ja, sicher. wir ob gehen wir noch mal extrem heute. Also wir planen noch mal was, wo dir vielleicht nicht so gefallen wird, oberflächlich, aber es wird cool. Aber auf der anderen Seite, um wirklich zu sehen, okay, wie viel Schutz die ist Folie da. ist da, kann das, was wir wirklich versprechen. Definitiv. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Doch, das wird geil. Ja, ich mache mir da noch mal ein bisschen Gedanken. Also, Auf jeden Fall. und ich habe gesehen, da hinten gibt es ein paar Brezen. Also, ne? ihr Robert, die du weißt mal. Bescheid, wo ich jetzt hingehe. Ja, Also, viel Spaß. ich schaue, dass alles im Griff ist. Ach so, bist du hier der Capo? Ja, so ungefähr. Und ich habe da eine Zahnbürste schon in der Hand. Meine Zahnbürste. Die hat mir nämlich der Robert in die Hand gedrückt, Leute. Aha, ja, stimmt. Weil ich habe mich überreden lassen, Leute, denn wir machen nämlich den Kratztest jetzt, anscheinend. Also schauen wir mal, was das wird. Aber davor, ihr seht es, die steigen jetzt nämlich ein, denn das interessiert mich nämlich am meisten. Also ich meine, mal ganz kurzes Update hier. Die ganze Front ist hier alles jetzt schon fertig foliert. Dazu kommen wir allerdings dann später, wenn wir wirklich nochmal um das komplette Auto rumgehen. Aber jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal erstmal hier in die Richtung. Denn jetzt kommt wirklich das, was mich am meisten fasziniert. Also, nämlich Das wird Thema Innenraum, der schöne Carbon-Schalensitz von BMW. Krass. Ja, das ist ja Vogelwild, Mann. Robert, da können sich wenigstens dann, weißt du, das ist nämlich gut für deine und meine Kinder, ja, Was? weil da hast du dann nicht mehr die Schuhabdrücke von denen, Eben. weißt? Vor allem bei deinen Kindern, die strampeln immer so rum, weißt? Was lachst du denn da so jetzt? Einfach so. Das ist schon faszinierend. Warum hilfst du nicht mit? Weil ich gerade einfach fasziniert bin davon, von der Arbeit. Schau dir das mal an. Das ist schon verrückt. Okay, aber wir lassen ihn jetzt mal in der Zwischenzeit machen. Ich habe mich vom Robert überreden lassen. Ja, machst du mit? Traust Ja. du dich? Ich habe extra seine Zahnbürste jetzt geholt. Die ist schon ein bisschen steinhart, du von dir. Brauchst du Du eine könntest neue? dir mal eine neue zulegen. Schau das mal an. Das ist ja. Also du gibst mir gehört jetzt so. die Anleitung oder gibt es eigentlich eine Anleitung? Eigentlich kannst Eigentlich nicht, du oder? jetzt das machen, was du nicht möchtest. Ja. Einfach mal von oben nach unten mehrfach über deine schöne Säule da streicheln. Ein bisschen fest. Also was man ja noch vorab sagen muss, hier haben wir jetzt Steinerschutzfolie drauf. Ja. Hier haben wir keine Steinerschutzfolie drauf. Leute, da wird es ein Update dazu geben, denn das hat nämlich seinen gewissen Grund, warum da keine Steinerschutzfolie drauf ist und da wird auch keine drauf kommen. Also da auch nochmal, sieht man mal den Unterschied. Also du siehst keinerlei Unterschied. Ist da jetzt Steinerschutzfolie drauf? Ja, das ist schon faszinierend, aber das bedeutet, ich muss jetzt einfach nur so, Ja, auch wenn du es nicht möchtest, tu es Auch einfach. wenn ich's nicht- Auch wenn du es nicht willst, tu es. aber ich kann das eigentlich nicht. Ich es. möchte das nicht. Ja, tu ja weh. Boah, das fühlt sich ganz falsch an. Ja. Ui, da. Okay, ich gebe zu, es war doch keine Folie drauf. Ja, genau. Nein, es ist Folie drauf. Und jetzt können wir praktisch die Folie selbst heilen. Möchtest du es sehen? Ja, auf jeden Glaubst du es Fall. mir? Ich möchte auf jeden Fall, dass es wieder heilt. Pass auf. Wir nehmen jetzt ein bisschen heißes Wasser, machen hier die Tür nochmal zu und machen einfach mal den hier.
Oh, das liegt's mir. Was? Ey, das ist nicht dein Zauberei, Ernst, oder? Das ist... also... Okay, das ist heftig. Das Ja. ist aber... Also ich glaube, Robert, ich weiß nicht, ob man das irgendwie nochmal in Slow-Mo zeigen kann, aber... Also das ging mir eigentlich jetzt zu schnell schon Das fast. ist Wahnsinn. Ich habe das Ding einfach komplett auf... Und dann einfach nur mit heißem Wasser Du drüber. kannst einmal ruhig mit, nochmal. Also wir können es 100 Mal okay, komm, wiederholen. komm. Also einmal möchte ich das nochmal haben. Auch wenn das Leute, ihr Fühlt sich könnt so euch das falsch nicht an. vorstellen. Wenn du hier bei deinem eigenen Auto hier kratzt, ja, Ja, Was sieht aus, als hättest du Spaß? nee, eigentlich überhaupt nicht. Also jetzt schau mal, einfach nur heißes Wasser drüber. Nee, das ist zu viel für mich. Wie Das neu? ist echt zu viel. Also ihr seid verrückt. ein bisschen schon, ja. Aber Also- das muss mal sein. XPEL ist definitiv verrückt, aber im positiven Sinne. Hey, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Ja. Krass, Test bestanden, auf jeden Fall. Also Robert, du Daumen darfst hoch. deine Zahnbürste wieder haben. Danke, Ja? danke. Sehr Ich nett. steck's dir mal in der Zwischenzeit ein, okay? Ja, nimm du die mal kurz. Also wir können gerne auch noch was drauflegen. Also so einen richtigen Stresstest nochmal für die Folie. So einen simulierten Steinschlag. Das war doch eigentlich jetzt Das war schon Stress Stresstest pur, oder nicht? aber wir können noch mal was anderes machen. Noch auch mehr. ein bisschen mehr Power von dir oder müssen wir ein bisschen Gas geben? Hast du Bock? Am Auto, oder wie? Nicht am Auto. Wir haben was vorbereitet hier drüben, ein kleines Folienmuster. Okay, Gehen wir mal rüber. ja, Also hier klebt die Folie. ja. Ich würde die jetzt einfach mal so halten. Du nimmst mal deinen XPEL Werkzeugstift hier Ja. und gib einfach mal Gas und drück mal ordentlich drauf. Einfach in die Mitte, oder Einfach in die Mitte. wie? Robert, bereit? Mach, auf geht's. Also Alter, was ist mit dir los? Du hast ja gar keine Kraft. da geht nichts, ne? Was ist denn los? Schau dir das aber mal an. Schau mal, wie ich Wo ist denn dein Schmalz hin? reindrück. Alter, das ist ja... Also, Geht gar nichts. Ja, das ist Magic. Also die Folie kann wirklich was. Okay, jetzt langsam verstehe ich auch dieses Konzept. Ja, ne? Steckt was dahinter. Weil du einfach merkst, also einerseits, wenn wir jetzt uns das Auto jetzt hier vom Weiten einmal anschauen, ja, erstens, wie extrem gut sich die Folie am Ja. Lack anpasst, Ja. dann aber auf der anderen Seite wirklich diesen Schutz erfüllt, aber auch wenn du diese Folie wirklich stresst, sei es jetzt einerseits, du kratzt jetzt auf und ich meine, kann ja wirklich manchmal passieren, dass jemand mit dem Schlüssel hinkratzt oder sei es jetzt absichtlich oder sei es auch aus Versehen, immer. dass jemand Ja, ja. hinkommt, ja. Oder was auch mal ganz, ganz typisch ist, dass Leute sich am Auto anlehnen. Das mag der Robert ja besonders gern. Ne? oder die Tür gegen die Wand schlagen. Oder die Tür gegen die Wand schlagen, ne? Das haben wir ja auch schon. Gell? Gott sei Dank, XPEL Steiner Schutzfolie. Ja? Aber jetzt hat dann auch nochmal hier jetzt hat den Test zu sehen. Also da merkst du wirklich, Ich glaube, dieses Gefühl für euch als Car-Enthusiasten ist einfach wichtig. Und ihr wisst, ihr seid geschützt. Ja? Und Ja. Das ist einfach Ja. ein gutes Gefühl. Ja? weil das ist halt wirklich das Thema. Der Kunde letzten Endes sieht immer das Endprodukt Ja. und weiß, okay, er hat jetzt ein gutes Gewissen. Der Lack ist geschützt Absolut. ja? Gegen Steine, aber letzten Endes eigentlich noch gegen viel, viel mehr. Ja, alles, was von außen aufs Auto einwirkt. Ja. Und das über 10 Jahre garantiert eigentlich. Wahnsinn. Ja, sehr gut. Jetzt lassen wir die Jungs noch den Innenraum fertig machen, Leute. Genau. Und dann würde ich sagen, dann bin ich wirklich auf das Endergebnis gespannt. Ebenso. Oder Robert? Machen Auf wir es jeden so? Fall. Perfekt. Also, 20 Minuten später. wie hübsch bin ich jetzt? Junge, neuer Helm, neuer Ja. Mensch. Ah, siehst du mal. Ne? Voll geil. Denn die Jungs von XPEL, Leute, die haben sich gerade gedacht, hier diese Streifen, was auch immer ich hier nämlich drauf habe, die sehen nicht mehr so hübsch aus und die haben jetzt meine Haare ein bisschen aufgehübscht. Ja? Richtig geil. So wie ein Robert haben sie auch eine ganz neue Frisur gemacht. Wenn ihr wüsstet, wie der Robert jetzt halt aussieht, ja? Mega. Er hat richtig lange Haare bekommen. Und Leute, ihr seht, die Sonne ist jetzt da draußen. Oh, und geil. ganz wichtig, der M3 Touring ist fertig. Wir haben jetzt einen 100%igen Schutz dank XPEL. Und vor allem für mich das faszinierende Ergebnis ist Frozen Pure Grey. Und wir haben eine Scheinschutzfolie drauf. Und der Lack kommt immer noch 1:1 so rüber. Ihr seht das, dieses glänzende, matte, diesen Perleffekt, den du in dieser Lackierung hast, unfassbar. Für mich, was aber genauso unfassbar gewesen ist,
sind die letzten 1,5 Tage gewesen, gemeinsam mit XPEL. Also erstmal muss man da ein großes Dankeschön an die Jungs sagen, wie schnell und vor allem mit was für einer Qualität die gearbeitet haben, weil natürlich auf der einen Seite, du hast ein extrem gutes Produkt, aber das musst du natürlich auch genauso umsetzen können. Und das ist natürlich auch für XPEL ein wichtiger Punkt, denn was mir nämlich gesagt worden ist, hier bei Bruxer-Fohl ist ja nochmal der Vertrieb für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber genauso, um ein Händler werden zu können, muss jeder hierher und muss seine Ausbildung hier machen, und muss dementsprechend seine Prüfung ablegen, um auch dann dementsprechend die Fahrzeuge mit XPEL-Folierungen folieren zu dürfen. Und was für mich auch extrem faszinierend gewesen ist, ich meine Leute, wir haben ja den Test vorhin gemacht und zwar nämlich genau hier, und da kann man auch noch mal ganz kurz hier zeigen, hier keine Folie, das hat ja einen gewissen Grund, habe ich ja schon gesagt, und hier haben wir eben XPEL, du siehst keinerlei Unterschied, außer dass wir hier einen 100%igen Schutz haben. Und jetzt kommt es nämlich noch mit dazu, wir haben ja den Kratztest gemacht, also extrem. Du gehst mit der Bürste hin, du gehst mit dem heißen Wasser drüber und auf einmal, du siehst nichts mehr. Also das wusste ich davor auch nicht. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil selbstheilend, und vor allem, ihr wisst es ja leider, England, Frankreich, auch mittlerweile in Deutschland, sei es bei manchen Leuten unabsichtlich bleibst du beim Auto hängen, aber es gibt natürlich auch manchmal Spezialisten, die mögen gewisse Autos nicht so gern, die gehen mit dem Schlüssel hier einmal so durch und dann bist du natürlich froh, wenn du hier so eine XPEL Steinlackschutzfolie auf deinem Auto foliert hast. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, für die Leute, die Interesse haben, ihr Fahrzeug mit einer XPEL Steinlackschutzfolie auszustatten, ihr könnt ganz simpel einfach auf die Webseite von XPEL gehen und dann könnt ihr einfach euren Standort eingeben, wo ihr euer Fahrzeug gerne folieren lassen möchtet und der zeigt euch dann diese ganzen lizenzierten Händler, die eben genau hier bei Bruxer-Fohl die spezielle Ausbildung benötigen. Und wie gesagt, jetzt zum Abschluss nochmal, also nicht nur, dass der M3 Touring ein absolut faszinierendes Fahrzeug ist und jetzt halt hier zu 100% geschützt ist, sondern für mich in diesen 1,5 Tagen habe ich so extrem viel mitgenommen. Und mir ist eigentlich gar nicht so wirklich bewusst gewesen, was so eine XPEL Steinlackschutzfolie kann. Denn bei uns sind ja die meisten Fahrzeuge mit XPEL Steinlackschutzfolien ausgestattet. Und das schützt natürlich hier den ganzen Lack alles vorne. Aber Thema Innenraum, Leute, einfach hier, dass du deine Carbon-Schalensitze schützen kannst. Du kannst hier keinen kompletten Touchscreen schützen, damit du nicht mehr die Fingerabdrücke hast. Also du kannst auch im Innenraum so viel machen, bis hin zur Mittelkonsole, bis hin zu den kleinsten Details, aber dann natürlich auch auf der anderen Seite nochmal, wie transparent die Folie ist, und wie extrem sicher, wie viel diese Folie aushält in Verbindung mit der 10 Jahre Herstellergarantie. Und das sind eigentlich die Punkte, die mich in den letzten Stunden am meisten fasziniert haben. Und dementsprechend freue ich mich da auch auf die weitere Zusammenarbeit gemeinsam mit XPEL. Denn ich denke, da kann vor allem ich bzw. wir alle Leute noch so viel darüber lernen, was XPEL eigentlich wirklich kann und wie gut es für unsere Fahrzeuge ist, unser Fahrzeug mit solchen Produkten zu schützen. Und von daher Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Robert, ich weiß nicht, was wir jetzt noch so machen sollen. Einen guten Eindruck, oder? Einen guten Eindruck ist immer gut. Das können wir Ich glaube, mir reicht es auch wirklich für heute, weil auch. das war, wie Intensiv. du gerade sagst, Eindruck, das waren extrem viele Eindrücke. Ich werde auf jeden Fall heute gut schlafen können. Und ich glaube, der M3 Touring wird auch gut schlafen können, weil das jetzt wirklich schön so eingewickelt. Aber schau ihn dir an, wie geil er aussieht ohne Kennzeichen vorne. Weißt du was, Robert? Ja? Meinst du, kriegst es nochmal hin, irgendwie zum Abschluss nochmal einmal einen kleinen Porn? Ja, definitiv. Okay, Komm, machen also wir. Leute, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.